Der Anstoß in der höheren Lage und seine Faktoren, die notwendig sind, damit das funktionieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Wenn wir in der mittleren hohen Lage bzw. hohen Lage, also C, Cis, D3 und so weiter, Töne anstoßen wollen, ist es wichtig, dass wir natürlich unser Gebilde, Anstoß bzw. Körper zum Trompetespielen natürlich in allen seinen Einzelheiten gut trainieren, damit es auch passieren kann. Es gab in den letzten Wochen vermehrt Anfragen, wieso es in der Mittellage gut mit dem Anstoß funktioniert und sobald man etwas höher geht, ist es dementsprechend matt, beziehungsweise es bleiben Töne weg. Was kann man trainieren, was kann man machen, damit es eben funktioniert? Das ist eine Kombination aus mehreren Faktoren. Also wir müssen natürlich unseren Körper trainieren. Da fängt es auch schon an, uns bewusst zu machen, dass ein Stützimpuls im Bauch, also mit dem Zwerchfell passiert. Wie geht es nach oben? Das heißt auch Ansatztraining, Höhentraining natürlich. Und wichtig ist auch natürlich die Lippentechnik, dass wir nicht die Höhe erreichen, indem wir unser Mundstück gegen die Lippen drücken, also unseren Ansatz, unsere Lippe letztendlich abdrücken, damit eine höhere Frequenz kommt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir die Technik lernen, dass wir anhand von unserer Muskulatur den Ansatz dementsprechend einstellen, damit eine höhere Frequenz zustande kommen kann. Und dementsprechend ist natürlich dort Ansatztraining, aber natürlich auch Training für die Flexibilität notwendig. Da gibt es Literatur ohne Ende, also Stamp fürs Höhentraining, Collin für die Lippenflexibilität in Sachen Naturtonbindungen. Die Clark-Übungen Standard, aber an Sachen gibt es auch viele, die chromatisch laufen, die kann man da ganz gut machen, damit man eben ein Spielgefühl entwickelt, das zum Beispiel beim G1 startet und du chromatisch nach oben gehst und oben beim G2 ein ähnliches Spielgefühl hast wie unten und nicht deine Lippenmuskulatur abdrückst oder den Körper anspannst, eng drückst und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, man muss geschmeidig bleiben, weil nur dann kann man letztendlich oben auch vernünftig anstoßen. Also, wir gehen mal die einzelnen Faktoren durch. Der Stützimpuls, der ist ziemlich leicht erklärt. Wir imitieren Wasser ausleeren auf der Trompete. Das heißt, wir nehmen eine Hand unten in den Bauch, ja, drücken wir ein bisschen rein, also dass wir auch spüren, was da drin ist. Und dann haben wir noch die Trompete und da tun wir mal so, als ob wir eben ausleeren. Und da merkst du schon, dass unten ein Stützimpuls passiert. Das heißt, das Zwerchfell ist ja immer dafür da, dass Sachen aus dem Körper hinaus befördert werden. In dem Fall natürlich Luft aus der Trompete und da natürlich Wasser. Aber den können wir gar nicht bewusst steuern, sondern der ist eben da. Aber das Kraftwerk ist entscheidend, denn oben in der hohen Lage muss das natürlich stark arbeiten. Das heißt, wenn ich oben hoch spiele, dann merke ich den Druck nicht auf den Lippen oder dass die Zunge stark anstoßen muss, sondern ganz im Gegenteil. Ich merke bei hohen Tönen immer, dass im Bauch unten was passiert. Das heißt, dort sitzt mein Kraftwerk und das arbeitet stark. Das heißt, es ist stark angespannt, weil ja ein hoher Druck passiert im Körper und dementsprechend kann ich oben dann auch die Lippen lockerer lassen, weil unser Kraftwerk nimmt uns so viel Arbeit ab, dann muss ich oben nur minimal dazu arbeiten und dementsprechend habe ich natürlich auch die Möglichkeit, oben erstens mal natürlich flexibel zu binden, aber natürlich auch einen Anstoß mit reinzunehmen. Das heißt, jetzt sind wir schon beim Höhentraining, Ansatztraining und da auch immer darauf aufpassen, dass wir nicht das Mundstück, die Trompete gegen die Lippen drücken, sondern da empfehle ich immer die Stamp-Übung, das heißt diese typische und im zweiten Schritt wird eben der Spitzenton in der Mitte, jetzt gerade eben C2, um das D erweitert. Und so geht es in der Mitte eben immer weiter nach oben. Da steht auch in den Noten immer drin, dass man dort natürlich, wenn umso länger die Übung wird, natürlich etwas die Geschwindigkeit anpasst, damit man eben auch auf einem Atemzug die ganze Strecke spielen kann. Aber in der Mitte ist immer das Crescendo. Das heißt, ich nehme die Luft dafür, oben die Töne zu erreichen. Und in der Abwärtsbewegung kann ich dementsprechend wieder abphrasieren, das heißt ins Decrescendo gehen. Wichtig ist immer, dass wir das Ganze auf der Luft aufbauen und nicht auf den Druck auf unseren Körper. Das ist wirklich eine wichtige Angelegenheit. So, Flexibilität, darauf kommt es nämlich jetzt auch an, also auch wieder dieses Nicht-Drücken des Mundstücks an die Lippen, weil wir da zu viel Lippenmaterial abdrücken, weil wir unsere Muskulatur zusätzlich erschlaffen, weil wir sie abdrücken, also die Belastung für die Muskulatur ist hoch, dementsprechend ermüden sie natürlich früher, dementsprechend habe ich keine Ausdauer, eine ganz klare Angelegenheit. Also ihr seht, es baut vom Prinzip her alles aufeinander auf, damit wir am Schluss auch diesen Anstoß oben spielen können. Es dauert jetzt etwas, aber wenn wir uns diese Punkte Schritt für Schritt aufbauen, dann klappt es oben auch ohne Probleme, dass der
B, Cis oder Ds einfach mal anstoßen kannst, ohne dass du vorher schon die Lippe abdrückst oder die Zunge überhaupt nicht mehr zum Einsatz bringen kannst, weil du froh bist, dass du es gebunden bekommst. Also, Flexibilität, da geht es jetzt um die Naturtonbindung. Wir starten bei C2 und binden nach oben zu C3 und wieder nach unten. Wichtig ist, wir drücken nicht drauf, sondern nur unsere Ansatzmuskulatur bringt letztendlich Spannung auf den Muskel. Dadurch wird etwas Lippenmaterial natürlich weniger zum Schwingen kommen, aber die Frequenz wird gleichzeitig höher. Das heißt, wir erreichen oben ohne Probleme und vor allem ohne großen Kraftaufwand das C3. Na, und es macht alles nur der Muskel, indem er einfach na, also es ist wirklich eine einfache Angelegenheit, wenn man weiß, wie es funktioniert. Das weiß ich selber, wie es war. Ich habe da auch jahrelang damit gekämpft. Aber für dich als Ausgangsüberlegung, die Muskulatur macht so und geht wieder raus. Na, wir gehen nach oben und wir gehen wieder nach unten. Die Lippen spannen sich an und entspannen sich wieder. Das ist der Bewegungsablauf, den wir oben brauchen. So, wenn wir dieses aufgebaut haben, also Stützimpuls, Ansatz bzw. Höhentraining, die Flexibilität der Lippen, damit wir eben auch gut nach oben bzw. wieder nach unten kommen und jetzt noch der Anstoß der Zunge. Wir gehen dafür etwas tiefer in den Start, das heißt wir starten auf G1 und stoßen dort die Töne an. Auch immer darauf achten, dass die Luft gut fließt und dass die Lippe halt locker ist. Na, wenn der Ton etwas drunter hängt, ein bisschen matt klingt, dann können wir auch mit der Lippenspannung ein klein bisschen den Ton anheben, beziehungsweise mit der Luftgeschwindigkeit kann man das natürlich auch beeinflussen. Und so gehen wir jetzt Schritt für Schritt eben nach oben bis zum G2. Das heißt, wir bewegen uns in G-Dur, also oben aufpassen, dass wir eben das dementsprechende Fis spielen und dann ist die erste Übung schon getan. Solltest du merken, dass du auf dem Weg nach oben, zum Beispiel beim E, schon die Töne nicht mehr triffst bzw. fest wirst, dann geh in der Übung wieder nach unten. Na, das ist dann so ähnlich aufgebaut wie unsere Stamp-Höhenübung. Da gehen wir auch schrittweise nach oben und kehren wieder zurück. Und sobald wir merken, dass ein Ton nicht kommt bzw. nur sehr schwer kommt, wieder runterspielen, durchatmen, Stützimpuls holen, Atemübungen machen und nochmal neu angehen. Immer die maximale Lockerheit ins Trompete spielen, denn dann haben wir auch Flexibilität oben in der höheren Lage. Also, wir nehmen einmal die G-Dur für den Anstoß. Der Anstoß bleibt genauso, wie wir es gerade eben gemacht haben. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, jeder Ton zweimal. Dann kommt A, ta-ta-ta und so weiter bis zum G2 nach oben. 1, 2, 3. Und da merke ich ganz genau, unten im Bauch, da ist die Spannung groß, ne? Da habe ich den Stützimpuls, der ist auch permanent da und oben bin ich lockerer. Wenn das bei dir gut funktioniert, dann starten wir jetzt mal auf dem G2 und gehen nach oben bis zum D3 zum Beispiel. Und dann können wir natürlich noch weitergehen, beziehungsweise auch wieder den Rückweg antreten. Also da überhaupt kein Problem, wenn man es richtig aufbaut. Das heißt immer, ich wiederhole es gebetsmühlenartig, Stütze, Luft, lockere Lippen mit der richtigen Technik und dann klappt es auch oben. Du musst natürlich nicht bis zum D3 nach oben üben, das ist ganz klar. Aber wir befinden uns ja auf unterschiedlichen Trompetenleveln und dementsprechend können wir natürlich immer unser Training auch unserer Leistungsstufe anpassen. Du kannst auch ohne Probleme auf ein C1 unten anfangen und nimmst dir erstmal diese Töne. Oder nimmst dir anstelle von G-Dur zum Beispiel F-Dur und so weiter und so fort. Also letztendlich kannst du diese Übungen immer an dich anpassen, damit du eben auch kleine Fortschritte erzielen kannst, damit am Ende auch wirklich alles klappt.
Ja, das ist eine ganz klare Angelegenheit. Aber bitte nicht über die brutale Methode, das heißt draufdrücken ohne Ende und die Luft schnell pressen und so weiter und so fort. Es sind so viele Faktoren, die man trainieren muss und so viele Stellschrauben, die man einstellen muss, sehr filigran, damit eben das Ganze am Ende auch wirklich gut funktionieren kann und du dementsprechend natürlich das nicht nur einmal hinbekommst, sondern letztendlich auch bei Auftritten 3, 4, 5 Stunden auch abrufen kannst. Nicht permanent natürlich hoch, sondern dann, wenn es kommt, halt wirklich auch einsetzen kannst. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, beziehungsweise schafft natürlich eine unglaubliche Souveränität auf der Trompete, beziehungsweise dir natürlich eine unglaubliche Stabilität bei deinem Trompetespielen, weil du weißt, du machst das richtig und kannst es letztendlich auch im richtigen Moment abrufen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Ganz wichtig, schreib am Ende noch in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und welche Übungen du für deinen Anstoß, für dein Höhentraining, für dein Flexibilitätstraining nimmst und teilst uns mit. Das interessiert mich natürlich immer spannend und wir können uns auch gegenseitig unterstützen. Wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.